Herzlich willkommen bei AAS24.com, eurem Online-Shop für den guten Sound im Auto. Allen Audi A4 B7-Fahrern, die ihr originales Audi-Radio satt haben und endlich mal was richtig Schickes mit den neuesten Medien im Fahrzeug haben möchten, für die habe ich jetzt genau dieses Video gemacht und zeige euch, wie man das Autoradio auswechselt, wie man das Handschuhfach ausbaut, wie man eine DAB-Antenne installiert und das Ganze wieder fachgerecht zusammenbaut. Natürlich stelle ich euch auch alle Adapter vor, die ihr zur Installation benötigt. Und wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen möchtet, dann klickt doch den Abo-Button. Ansonsten jetzt viel Spaß im Video. Speziell für deinen Audi B7 ohne Lenkradfernbedienung bauen wir ja jetzt ein Ein-DIN-Autoradio ein, in unserem Fall mit einem ausfahrbaren Monitor, aber grundsätzlich reden wir von einem Ein-DIN-Autoradio. Und speziell für den B7, für diese Ausstattung haben wir ein spezielles Set angelegt, damit ihr gar nicht die einzelnen Artikel raussuchen müsst, damit ihr euer Autoradio austauschen könnt. Wir haben das Set für euch so vorbereitet, dass es hier die passende Radioblende mit beinhaltet, den Phantomadapter, damit der FM-Empfang super funktioniert und natürlich die Anbindung an unsere Stromversorgung mit CAN-Bus-Steuerung für die Zündung, damit ihr das Autoradio überhaupt erstmal funktioniert und die Anbindung an das Soundsystem, egal ob das Bose, teilaktiv von Audi oder vollaktiv von Audi ist. Wir haben dieses Set für euch konfektioniert, findet ihr hier bei uns im Webshop unter der Infokarte, könnt ihr natürlich gerne bei uns kaufen. Das Autoradio, was wir jetzt hier einbauen, hat DAB-Empfang. Das heißt, euer Fahrzeug hat aber bisher noch keine Vorrüstung für DAB-Empfang. Insofern verbauen wir jetzt hier noch unsere Scheibenklebeantenne, die ihr natürlich bei uns im Webshop unter www.aas24.com auch kaufen könnt. Unser B7 hat ja keine Lenkradfernbedienung drin, aber es gibt natürlich Fahrzeuge, die am Lenkrad Tasten haben und wer das mag, dass die danach wieder funktionieren. Auch darüber haben wir ein spezielles Set zusammengestellt, wo dann ein Ein-DIN-Autoradio für Fahrzeuge mit Lenkradfernbedienung vorgefertigt sind für euch. Oder auch Fahrzeuge, die bereits ein 2-DIN-Autoradio drin haben von Audi, wo ihr vielleicht auch ein 2-DIN-Autoradio nachrüsten möchtet. Dafür gibt es dann auch eine andere Blende, die wiederum mit oder ohne Lenkradfernbedienung. Oder es gibt Fahrzeuge, die haben einen Quad-Lock-Anschluss drin. Das heißt kein ISO-Anschluss, sondern Quad-Lock eben. Und auch für diese Variante haben wir euch die passenden Sets zurechtgelegt. Die findet ihr alle bei uns im Webshop. Und die Links dazu haben wir euch unten im Videobeschreibungstext zusätzlich mit drin. Packen wir als erstes mal das Autoradio aus, um die ganzen Anschlüsse vom Autoradio mal zu selektieren, was wir hier alles so haben. So, nicht erschrecken vor lauter Kabel. Ich erkläre euch im Detail, was wie funktioniert. Wir haben als allererstes unseren Anschlussblock, der natürlich am Autoradio fast überall so ziemlich dasselbe ist. Einmal anstecken und jetzt haben wir unseren ISO-Blockanschluss, wo unser Stromanschluss für den Soundsystemadapter und für den CAN-Bus drauf adaptiert werden kann und hier unsere Boxen mit dran gesteckt werden. Haben wir die hier? So. Bei Fahrzeugen mit Lenkradfernbedienung wäre hier noch ein separates Kabel mit dabei, das ihr mit dem Autoradio verbinden müsst, da wo Steering Wheel Remote Control steht, damit es funktioniert. Und schaut her, jetzt haben wir hier unser Anschluss für, das machen wir mal gerade weg, das sind unsere Anschlüsse, die am Audi jetzt angesteckt werden. Alles andere ist bereits hier eigentlich schon verkabelt, ein paar Kleinigkeiten machen wir jetzt noch, aber das wäre schon mal die Stromanbindung und die Soundanbindung. Was wir jetzt noch hier haben, das ist ein Mikrofon, das werden mittlerweile auch fast alle Autoradios haben, die ihr so kauft, für Bluetooth-Freisprechen oder vielleicht sogar für Siri-Funktionen. Das werden wir entsprechend verlegen. Wir haben ein USB-Verlängerungskabel mit dabei, das werden wir ins Handschuhfach mit reinbauen. Und wir haben speziell in unserem Fall, der AVH Z7100 hat ein externes DAB-Modul. Das ist alles
eigentlich nur zum Zusammenstecken, das ist also gar nicht weiter tragisch. Die meisten Autoradios haben sowas nicht mehr extern, sondern bereits integriert. Das heißt, unser DAB-Antennenanschluss ist bereits direkt am Gehäuse vom Autoradio vorhanden. Unser Antennen-Phantomspeiseadapter, der wird ja hier nur angesteckt an dem entsprechenden Antennenmodul, wo auch unsere DAB-Antenne angesteckt wird. Und jetzt haben wir diesen Anschluss, den wir jetzt auch im Audi dann beim Originalradio vorfinden. Hier, wie man das alles verkabelt, diese kleinen Änderungen, die wir noch machen müssen, zeige ich euch jetzt im Detail. Nächster Schritt, machen wir mal das Autoradio raus. Dazu gibt es entsprechende Audi-Auswurfhebel. Auch die werden wir euch im Videobeschreibungstext entsprechend verlinken. Kann man hier unten reinfahren, dann drückt man das so auseinander und kann das Radio rausziehen. So. Und da sehen wir jetzt unseren Antennenanschluss, einen zweiten Antennenanschluss, den wir nicht mehr verwenden. Ah, da unten hat er einen Clip. Gut. Lautsprecherkabel und Stromkabel. Last chance to remove your CD on the radio. So, Strom weg. Wie man jetzt deutlich hier sieht, an unserem Stromanschluss vom Autoradio von Audi haben wir lediglich ein Dauerpluskabel und ein Massekabel. Und das da dran, das ist eben keine Zündung. Das heißt, wir haben hier keine Zündung und jedes unserer Autoradios braucht mindestens auch das Zündungssignal, damit es überhaupt angeht. Dafür haben wir ja unseren CAN-Bus-Adapter, der sich auf diesen Mini-ISO-Anschluss drauf dockt. Das ist nämlich dieser Anschluss hier. So rum. Und der greift jetzt ab unseren CAN-Bus, das sind nämlich die zwei Kabel, und die Ansteuerung für unser Soundsystem, das sind die ganzen Kabel hier. Und den Rest macht ja jetzt dann unser CAN-Bus und unser Soundsystem-Adapter. Wir wollen ja jetzt noch unser Mikrofon entsprechend installieren. Das machen wir hier oben dran an den Himmel, da funktioniert das immer ganz gut. Wer will, kann das auch gern woanders installieren, wegen mir hier auf der A-Säule, wie auch immer. Jeder kann das machen, wie er will. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt noch, wie das Handschuhfach ausgebaut wird und die A-Säulenverkleidung entfernt wird, damit wir da die Kabel legen können, weil wir sowieso unsere Scheibenklebeantenne an der Frontscheibe rechts oben noch installieren möchten. Das Handschuhfach kann man recht einfach entfernen. Man kann den Deckel hier an der Seite schon mal wegmachen. Müssen wir nachher sowieso hin, wegen unserem Kabel zur A-Säule. Und jetzt machen wir 5 Schrauben auf, und zwar mit einer 8er Nuss. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben dran, die wir wegmachen müssen. So. Und jetzt haben wir dann schon das ganze Handschuhfach hier. Die A-Säulenverkleidung müssen wir bereits hier oben anfangen wegzumachen. Da hört die nämlich auf, das ist ein ganzes Stück. Fangen wir mal hier an. Unter diesen kleinen Blenden verbirgt sich nämlich eine 25er Torx. Die können wir aufmachen, die Blenden. Und mit einem Torx-Schraubzieher erstmal entfernen. So, haben wir den ganzen Griff schon. Unter dem Airbag-Schriftzug verbirgt sich nochmal der 25er Torx, die ebenfalls entfernen. So, dahin können wir es ja schon mal wegmachen und wegklippen. Aber jetzt haben wir hier vorne dran noch unseren Anschluss von der Sonnenblende und da unten drunter verbirgt sich auch noch eine Schraube. Hier den Deckel entfernen und auch hier ist ein 25er Torx, den wir wegmachen. Also 4 Schräubchen lösen, um die A-Säule zu entfernen. So kann man das raushebeln. Und jetzt können wir vorsichtig weitermachen. Hier die ganze A-Säule zu entklippen und wegzuziehen. Wie schon mehrfach in anderen Videos erwähnt, ihr habt natürlich selber die Verantwortung bei euch, ob ihr das Ganze macht oder nicht. Speziell jetzt hier auf den Airbag-Sack hinzuweisen, deswegen war ja hier dieses Airbag-Schild. Der ist da und ihr dürft, wenn ihr das selber macht, halt auf gar keinen Fall ein Kabel kreuzen lassen. Das heißt, ein Kabel über den Airbag ziehen oder irgendwie sowas.
Also die Vorrichtung hier beim B7 lässt sich relativ leicht wegklippen, aber wir machen auf jeden Fall unser neues Kabel, das wir hochziehen, weil wir wollen unsere Antenne hier installieren, unsere Fensterklebeantenne, und unser Mikrofonkabel werden wir auch da hochlegen. Und da machen wir ein spezielles Band noch mit drauf, damit das alles richtig verklebt ist und auf gar keinen Fall das Kabel mit in die Berührung von dem Airbag-Sack kommt. Der Airbag selber ist hier gar nicht, also die Auslöse-Explosionspatrone, sondern das ist nur der Sack dazu. Insofern müsst ihr einfach nur aufpassen, dass das Kabel hier nicht quer drüber läuft. Als erstes verbauen wir das Mikrofon und da können wir jetzt schon ganz schön an der Seite reingreifen, um das Kabel entsprechend hier mal zu fixieren. Das kann man nämlich dann hier reinlegen. Und jetzt wollen wir ja bis darüber. Da drinnen möchte ich das Mikrofon haben. Dann legen wir es mal da rum. Und jetzt kann ich mit dem Finger so unten drinnen bleiben. Und da seht ihr schon, da habe ich ein bisschen Spiel. Und da kann ich genau dieses Mikrofon von hinten einpassen. Und wieder loslassen. Fertig. Und jetzt müssen wir noch schauen, dass das Kabel da hinten drinnen bleibt. Ziehen wir es gerade noch mal ein bisschen raus. Und das ganz vor. Können wir es hier reinlegen. So. Genau, das funktioniert wunderbar. Für unsere Scheibenklebeantenne müssen wir den ganzen Bereich innen fettfrei und staubfrei machen. Die Schutzfolie abziehen, damit der Kleber frei wird. Und jetzt können wir das ansetzen, circa 10 cm vom oberen Rand weg. Schön an die Seite, hier parallel. Hier müsst ihr schon aufpassen, damit es nicht gleich weghaftet. So. Schön dran. So. Gut so. Diesen Kupferstreifen hier, den müsst ihr schon aufs Metall mit draufkleben. Der braucht aber nicht freigekratzt werden, der nimmt sich das Ganze induktiv durch den Lack durch. Hauptsache es ist auf Metall geklebt. Und könnt ihr mal so hängen lassen. Das wäre jetzt schon gut. Und jetzt machen wir noch die Kabel fest mit Bitumenband und Isolierband. Mit unserem beliebten Bitumenband können wir uns erstmal eine Straße bilden, die von oben nach unten hier dran ist. So, da können wir nämlich jetzt unser Kabel mal zumindest fixieren bis hier runter. Und unser Mikrofonkabel ganz genauso. Können wir auch noch hier oben festmachen. So. Damit das mal fixiert ist. So wie die Kabel jetzt verlegt sind, haben wir keinerlei Berührung mit unserem Airbag-Sack bei einer Explosion. Da sind wir auf jeden Fall safe. Damit das auch auf Dauer sich nicht lösen kann, machen wir hier nochmal einmal 2, 4 Streifen drüber, damit auf gar keinen Fall auch in Zukunft das Kabel sich löst von unserem Bitumenband und für immer toll ist. Gut. Genauso wie wir es abgebaut haben, bauen wir es natürlich jetzt wieder zusammen, führen das hier vorne schön ein, das ist der Schlüsselpunkt, und den Rest können wir nachher wieder hinten reinklippen. Mikrofonkabel und DAB-Plus-Kabel haben wir ja jetzt bereits hier. Wir sind hier hinterm Handschuhfach. Das können wir jetzt schön mit den anderen Kabelsträngen, die hier vorhanden sind, bis zum Radioschacht. Und da sind wir schon hier. Schaut mal, da bin ich komplett durch. Kann ich jetzt das Kabel richtig schön hinführen. Wer Kabelbinder nicht zur Verfügung hat, könnte natürlich auch sowas wie ein Isolierband nehmen. Gibt es übrigens auch bei uns im Webshop. Dann schaut es sogar auch ziemlich cool aus, oder? Mikrofonkabel und DAB-Plus-Kabel können wir jetzt direkt in den Radioschacht schon reinziehen. So, und umgekehrt
haben wir auch noch das USB-Kabel, das wir ja im Handschuhfach haben wollen. Können wir das auch gleich entsprechend vorbereiten und hier raushängen lassen, weil das geht nachher in das Handschuhfach rein. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch kurz, bevor wir das Handschuhfach wieder fest zurück installieren. So, und das können wir jetzt da fixieren. Gut. So, und hier muss in dem Fall noch der Zierrahmen entfernt werden, weil tatsächlich in dem Fall der Montagerahmen mit dem vorderen verschraubt ist, was bei einem normalen Eindienradio gar nicht der Fall ist, sondern nur wegen diesem massiven Aufnehmen des ausfahrbaren Bildschirms. Deswegen sind hier noch tatsächlich Schräubchen drin. So, und jetzt können wir den Rahmen natürlich hier rausziehen. Wir haben jetzt noch zwei Kabel anzuschließen, die noch nicht vorverkabelt sind bei unserem Anschlusssteckermodul aus unserem Set. Weil wir haben hier ein Autoradio mit Bildschirm, das heißt, wir können auch Videos wiedergeben und es gibt da bei diesen Bildschirmradios immer ein Kabel, das nennt sich Parking Brake. Das heißt, das braucht eigentlich das Signal von der Handbremse, ich bin gezogen, um gewisse Funktionen freizugeben. Wir haben an unserem Anschlussadapter eine Funktion, die heißt auch Parking Brake, das wäre genau dieses Kabel. Das heißt, hier liegt ein Signal an, wenn die Handbremse gezogen ist. Das kann ich so miteinander verbinden, wir werden das auch gleich so machen. Wer sagt, ich möchte da alle Funktionen während der Fahrt immer frei haben, der kann auch in Eigenverantwortung sagen, naja, dann lege ich dieses Kabel auf permanent Masse, also ich schneide das hier ab und klemme es hier mit einem Stromdieb oder mit einer Verbindung mit drauf und dann habe ich das Thema immer frei. Wir verkabeln das jetzt gleich mal so, dass wir sagen, ich mache das jetzt hier kurz und verbinde es mit meinem Parking Brake Kabel, welches aus meinem CAN-Bus-Adapter, der erzeugt es nämlich mit aus unserem Signal des CAN-Busses mit raus und stellt uns das hier analog zur Verfügung. Und da machen wir jetzt direkt eine Verbindung. Solche Quetschverbinder könnt ihr direkt bei uns natürlich auch im Shop kaufen. Das werden wir euch alles mit dazu verlinken. Das zweite Kabel, welches ihr noch anschließen müsst, ist das Strom-Phantomspeisungskabel für unsere Antenne. Da haben wir nämlich am Autoradio hier ein Remote-Kabel. Die sind in der Regel immer blau oder blau-weiß. Hier ist es auch schon, steht schon dran, System Remote Control. Wir können das dann hier wegnehmen und haben hier so eine Kabellasche, die wir mit dem Stromkabel von unserer Antenne verbinden können. Und das machen wir genauso mit unseren Strom-Quetschverbinder. Und jetzt können wir das direkt zusammenstecken. Fertig. Solche Verbindungen könnt ihr natürlich auch mit dem Lötkolben machen, wenn ihr die Möglichkeit habt daheim. Oder eben wie hier verwendet, die Quetschverbinder zu nehmen. Oder auch einem Stromdieb, den man mit einer Zange zusammenquetschen kann, wo beide Kabel quasi in dem Moment beim Zusammendrücken verbunden werden. Wir können jetzt auch gleich das Ganze so zusammenstecken, dass wir im Fahrzeug nur noch die Fahrzeugstecker anstecken müssen. Und wir haben jetzt hier noch eine blaue Verbindung, die müssen wir unbedingt zusammenstecken, weil sonst geht unser Verstärker von Audi nicht an. Dafür ist es hier vorbereitet, einfach zusammenstecken. Damit geht auch die Stromversorgung jetzt zum Audi-Verstärker zum Anschalten. Und die restlichen Kabel hier, sowas wie Reverse, oder naja, Reverse für Rückfahrkamera, Speed-Signal für Navigationssysteme oder Mute für andere Einrichtungen noch, die brauchen wir in dem Fall nicht oder meistens auch nicht. Die können wir wegbinden, genauso wie die zwei Kabel hier. Das ist auch dieses Reverse-Eingangskabel für Rückfahrkamera, weil eben hier ein Bildschirmgerät eingebaut wird. In dem Fall nutzen wir das jetzt nicht. Und hier ist auch ein Mute-Kabel für weitere Anschlüsse, auch für uns völlig unnötig. Die werden wir jetzt noch isolieren und alles schön zusammen machen. Dann haben wir einen Kabelbaum, den wir direkt im Auto anstecken können. Wie schon angesprochen, ist ja bei diesem Gerät ausnahmsweise noch so eine DAB-Box separat dabei.
Alle neuen Radios haben diesen DAB-Anschluss bereits an dem Gehäuse dran. Wir müssen es jetzt nochmal verlegen. Das ist also für die meisten eigentlich gar nicht notwendig für euch. Außer ihr baut genau das gleiche Autoradio ein. Und wir haben jetzt hier die DAB-Box, wo wir unsere Antenne, unsere UKW-Antenne und unsere DAB-Antenne jetzt im Auto anschließen können. Und damit können wir jetzt ins Fahrzeug reingehen und alles nur noch anstecken. Fertig. Bevor wir jetzt die Verbindungen alle mit dem Autoradio zusammen herstellen, muss natürlich unser Montagerahmen rein und der Radio-Blendrahmen. Der funktioniert nämlich so, indem er das hier mit integriert. So, und jetzt haben wir unseren Montagerahmen. Der kommt so dran und wird komplett hier eingeschoben und entsprechend verklemmt und eingekeilt. Kommen wir zum Anschließen unseres Autoradios direkt am Audi. Dazu kommen wir mit dem Autoradio jetzt hier den Kunststoffteilen sehr nahe, deswegen machen wir hier ein bisschen einen Schutz drauf. Und jetzt können wir uns das Autoradio schön hierher legen und die ersten Verbindungen machen. Und zwar mit unserem Mini-ISO-Anschluss vom Fahrzeug hier auf den großen Stecker drauf. Die kann man auch gar nicht falsch zusammenstecken. Dann haben wir unsere Lautsprecherausgänge, die wir hier andocken. Wo haben wir sie? Genau, das sind unsere Lautsprecherausgänge. Klick. Auch alles nur so zusammensteckbar, wie es einfach auch richtig funktioniert. Anders geht es gar nicht. Und der Anschluss, der bleibt jetzt einfach frei. Der war für irgendwelche anderen Funktionen vom Audi-Radio und fertig. Bei einem normalen Ein-DIN-Autoradio wäre es jetzt recht simpel, die Antenne, die alte, anzuschließen, mit am Autoradio anzuschließen. Dann haben wir unseren USB-Anschluss, der im Handschuhfach endet. Wir haben ein Mikrofonkabel und wir haben das DAB-Kabel, das wir verlegt haben. In der Regel alles direkt am Autoradio anzuschließen. Wir haben hier eine externe Box. Das heißt, wir machen unseren DAB-Anschluss hier ran und unseren UKW-Anschluss hier ran. So, das ist der kleine Unterschied, aber ansonsten wäre es jetzt doch recht einfach bei einem normalen Ein-DIN-Radio. USB- und Mikrofonanschluss ist direkt am Autoradio. Das heißt, das ist das Letzte, was wir jetzt mit anschließen. Den Rest müssen wir jetzt im Radioschacht verstauen. Und mit der Box wird es hier ein bisschen unkommoder, weil die tatsächlich auch ein bisschen Platz in Anspruch nimmt. Und wir müssen aber, also das ist tatsächlich bei jedem Auto in dem Audi und B7 Bereich so, dass wir dieses Kabel müssen wir jetzt immer verstauen. Und das packen wir ganz unten rein. Wir ziehen da Stück für Stück hinten rein. Da ist schon viel Platz hinten drin, aber halt schön sachte alles nach hinten verdrängen, so dass der Radioschacht an sich nicht von überflüssigen Kabeln vollgestopft ist. So, und hier kann man nämlich jetzt, bevor wir das Handschuhfach wieder reinmachen, auch schön an der Seite nochmal mit der Kabelführung nachhelfen. Hier unterhalb vom Radio haben wir ja sehr viel Platz. Trotzdem tue ich mir jetzt leichter, die ganze Box nochmal von der Seite zu montieren und die Kabel nochmal auf die Seite zu führen. Zumindest was das Antennensignal betrifft. Jetzt noch USB anstecken. Andersrum. So. Und noch das Mikrofonkabel am Mikrofonanschluss anschließen und nicht an irgendwelchen anderen ähnlichen Buchsen, wo was anderes draufsteht. Und jetzt können wir das ganze Radio hier einbauen. So, das war's. 4 Schrauben rein. Jetzt machen wir noch schnell einen Funktionstest. Zündung an. Monitor kommt schon raus. In dem Fall würde dein ganz normales Ein-DIN-Radio einfach angehen. Und jetzt sagt er schon hier Einstellungen vornehmen.
Wie das bei dem Gerät alles funktioniert, darüber haben wir ein eigenes Video bereits gemacht. Hier geht es ja um den Einbau eines Ein-DIN-Radios in den Audi B7. Deswegen gehen wir hier nicht näher aufs Gerät ein. Hier funktioniert jetzt alles samt Sound und Ansteuerungsfunktionen von deinem Autoradio. Jetzt müssen wir das Autoradio noch richtig festschrauben, was bei einem normalen Ein-DIN-Radio gar nicht notwendig wäre. Jetzt machen wir aber Zündung aus in dem Fall. Und so einen kleinen Trick, wie ihr solche Schrauben an einem blöden Ort, wo euch die Schraube vielleicht wegfällt, fixieren könnt. Es ist ein bisschen Bitumenband hier reinmachen, damit ihr jetzt ganz entspannt die Schraube ansetzen könnt und reindrehen. So, genau so einfach funktioniert das. Jetzt kommt noch der Abschlussrahmen oben drüber. So schaut das fertig aus. In manche Handschuhfächer muss man vielleicht sogar ein Loch reinbohren von oben, damit man das USB-Kabel reinmachen kann. Bei uns im Audi B7 haben wir hier hinten drin tatsächlich gleich so eine Vorrichtung, wo normaler Kabel durchgezogen wird oder irgendwie sowas. Da ist gar kein Problem. Da unten ist die totale Öffnung drin, damit wir unseren USB-Anschluss direkt darüber schieben können. Wer das vielleicht so in der Form nicht hat oder tatsächlich irgendwelche Vorrichtungen dran, wo das nicht funktioniert, hier wäre auch noch eine Sollbruchstelle, um so ein großes Loch drin zu haben. Also auch hier überhaupt kein Aufwand, das Ding schnell rauszubrechen. Das ist also, ja, man sieht es ja auch nicht, wenn man jemals das Handschuhfach wieder aufmacht, dass da oben ein Loch drin ist. Also da können wir aber unser Kabel jetzt schön durchziehen und das Handschuhfach wieder fest verschrauben. Mal im Ernst, das war doch jetzt wirklich kein großer Aufwand und es war jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagt, das kann doch nur der und der oder irgendwie sowas. Also das waren lauter Handgriffe, die sehr einfach nachzumachen sind. Und auch das Fahrzeug, kann ich so nur sagen, ist recht gutmütig. Man kann da recht entspannt sein Autoradio tauschen mit dem von uns vorbereiteten Equipment. Und ja, dann kann ich euch jetzt nur noch viel Spaß wünschen beim Auswählen des Autoradios, am besten in unserem Webshop. Und wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen möchtet, dann abonniert unseren Kanal doch und natürlich die Glocke nicht vergessen mit anzuklicken. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mal noch einen Kommentar rein, wie euch das Video gefallen hat. Bis bald, euer Olli.